Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video stellen wir die Scheinwerferhöhe des Symjet 14 125 Kubik ein. Wir müssen dafür keine Verkleidung abnehmen und alles, was wir brauchen werden, ist einmal ein Kreuzbit und irgendwas, womit wir die Entfernung messen können. Ideal wäre natürlich so ein Lasermessgerät, weil wir ganze 30 Meter abmessen müssen. Oder natürlich ein Zollstock oder ein Maßband. Bleibt dran, jetzt geht's los. Vor der Einstellung ist super wichtig, die Scheinwerfer zu reinigen und den richtigen Reifendruck einzustellen. Vorne 1,75 oder 1,8 und also Bar natürlich 1,75 Bar laut Handbuch. Ich stelle 1,8 Bar ein und hinten 2 Bar. Und wenn das soweit ist, müssen wir uns nur noch den geeigneten Platz aussuchen und die Scheinwerfer einstellen. Der geeignete Platz ist übrigens eine ebene Fläche, das heißt, es darf keine Steigung oder keine Senkung sein, sondern eine gerade Ebene. Natürlich ist es besser, wenn man sich so eine Wand sucht, wo man das Scheinwerferlicht dran sieht. Wenn wir uns jetzt die Ausleuchtungslinie ansehen, sehen wir, dass die nicht ganz gerade ist, sondern dass in der Mitte so ein kleiner Hubbel ist. Und das ist unsere Orientierung. An dem müssen wir uns orientieren, wenn wir die Beleuchtung einstellen. Und jetzt werden wir den Roller so weit zurückrollen, bis wir einen Abstand von 30 Metern von der Wand entfernt sind. Das kann man natürlich mit einem Maßband einfach von der Wand abmessen. Das wird natürlich etwas länger dauern, mit einem Zollstock auch. Oder man hat so ein Lasermessgerät zur Verfügung, dann ist es natürlich viel einfacher. So, jetzt haben wir unsere 30 Meter erreicht und hier lassen wir den Roller und stellen von hier aus die Scheinwerfer ein. Das kann man jetzt leider auf dem Video nicht ganz gut sehen, deswegen stellt man die Scheinwerfer am besten bei Dunkelheit ein. Aber das Ziel ist es, wenn wir auf dem Roller sitzen, so wie wenn wir fahren würden, dass dieser Hubbel in 30 Meter Entfernung genau den Übergang von Wand zum Boden trifft. Das heißt, die Straße ungefähr 30 Meter vor uns muss ausgeleuchtet sein. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Warum spreche ich ausgerechnet von diesen 30 Metern? Tatsächlich habe ich in keinem Gesetz, ich habe jetzt nicht so wild recherchiert, in keinem Gesetz diese 30 Meter gefunden. Aber ChatGPT sagt zwischen 10 und 30 Metern. Okay, muss man jetzt auch prüfen. Der ausschlaggebende Punkt ist nämlich, dass dieser Roller einmal von DEKRA TÜV geprüft ist und aktuellen TÜV drauf hat. Das heißt, es wurde einmal von der DEKRA abgenommen und genehmigt und einmal vom TÜV. Das heißt, in einer Entfernung von genau 30 Metern zwischen der Wand und dem Scheinwerfer trifft bei diesem Roller der Übergang von Licht in die Dunkelheit genau den Übergang von Wand zu Boden. Bei der Einstellung müssen wir auf dem Roller sitzen, denn wir werden sehen, wenn wir vom Roller aufstehen. Habt ihr gesehen? Hier vorne. Da verschiebt sich die Ausleuchtungslinie weiter zu uns. Da aufgestanden, hingesetzt, aufgestanden. Das heißt, wenn wir den Roller so einstellen, dass die Beleuchtung, dass er ohne unser Gewicht 30 Meter ausleuchtet, dann wird er, wenn wir uns draufsetzen, zu hoch leuchten und gegebenenfalls die anderen Verkehrsteilnehmer blenden. Dann kommen wir zu der eigentlichen Einstellung. Die Einstellungsschraube kann man mit so einem großen Kreuzbit drehen. Ein Schraubenzieher passt da leider nicht rein, aber so mit der Hand und einem Bit lässt sich die Einstellschraube sehr gut drehen. Und zwar befindet sie sich, wenn wir hier vom Roller ausgehen und da runtertauchen, sehen wir hier die zwei Scheinwerfer, einmal hier und einmal hier. Und genau dazwischen, hier vorne, ich schau mal, ob ich das auffangen kann. Da haben wir eine Schraube und die lässt sich einfach mit so einem Bit drehen. Drehen wir diese Schraube im Uhrzeigersinn, das heißt nach rechts, wird das Licht kürzer bzw. die Beleuchtungsentfernung kürzer sein. Drehen wir sie nach
links gegen den Uhrzeigersinn stellen wir den Scheinwerfer höher ein und die Beleuchtungslinie wird weiter von uns entfernt sein. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, dass das Licht in 30 Meter Entfernung den Übergang zwischen der Wand und dem Boden trifft, wenn wir auf dem Roller sitzen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr könnt selbstverständlich den Kanal abonnieren, um weitere Tipps nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.